Gelenkschmerzen sind ein weit verbreitetes Problem, ob durch Arthrose, Arthritis oder einfach durch Verschleiß. Viele greifen zu Schmerzmitteln oder Cremes, um die Beschwerden zu lindern, ohne zu ahnen, dass der eigentliche Auslöser oft auf dem Teller liegt. Denn bestimmte Nahrungsmittel fördern stille Entzündungen im Körper, stören den Knorpelstoffwechsel und führen dazu, dass sich Schmerzen verschlimmern. Wer sie kennt und meidet, kann die Gelenke spürbar entlasten und in vielen Fällen schon nach kurzer Zeit eine deutliche Besserung fühlen. Hier sind 6 Lebensmittel, die du bei Gelenkschmerzen besser vermeiden solltest. Nummer 1. Zucker, der leise Entzündungszünder. Zucker zählt zu den größten Feinden gesunder Gelenke. Er sorgt im Körper für Blutzuckerschwankungen, die entzündliche Prozesse anheizen. Außerdem fördert Zucker die Bildung sogenannter AGEs. Verbindungen, die die Elastizität des Bindegewebes zerstören und Gelenkknorpel spröde machen. Besonders gefährlich sind versteckte Zuckerquellen in Fertigprodukten, Joghurts oder Softdrinks. Wer seine Zuckermenge reduziert, spürt oft schon nach wenigen Tagen, dass die Gelenke weniger steif und schmerzempfindlich sind. Nummer 2. Weißmehlprodukte, stille Säurelieferanten. Weißbrot, Pasta oder Gebäck aus raffiniertem Mehl haben kaum Nährstoffe, aber eine entzündungsfördernde Wirkung. Sie lassen den Blutzuckerspiegel rapide ansteigen und sorgen so, ähnlich wie Zucker, für die Freisetzung von Entzündungsstoffen. Zudem entstehen bei ihrer Verdauung Säuren, die der Körper neutralisieren muss, oft auf Kosten der Mineralstoffe aus Knochen und Gelenken. Das Resultat: Steifheit, Schwellung und Gelenkentzündung. Vollkornprodukte oder Hülsenfrüchte sind hier die deutlich bessere Wahl. Nummer 3. Rotes Fleisch, der Entzündungsverstärker im Alltag. Rind, Schwein und Lamm enthalten viele gesättigte Fettsäuren und Arachidonsäure, die im Körper zu entzündungsfördernden Prostaglandin umgewandelt werden. Diese verstärken Schwellung, Wärmegefühl und Schmerz in den Gelenken. Besonders bei Menschen mit Arthritis oder Gicht kann häufiger Fleischkonsum die Symptome massiv verschlimmern. Eine pflanzenbetonte Ernährung mit Hülsenfrüchten, Fisch und Nüssen versorgt den Körper dagegen mit entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren und entlastet die Gelenke spürbar. Nummer 4. Milchprodukte, unterschätzte Reizstoffe für die Gelenke. Milch und Käse galten lange als gesund, können aber bei empfindlichen Menschen entzündliche Reaktionen im Gelenkgewebe auslösen. Das liegt an bestimmten Eiweißstrukturen, die das Immunsystem irritieren und Entzündungsbotenstoffe freisetzen. Manche Betroffene berichten, dass sie nach dem Verzicht auf Milchprodukte weniger Schmerzen, Schwellung und morgendliche Steifheit verspüren. Pflanzliche Alternativen wie Hafer-, Mandel- oder Sojamilch sind in solchen Fällen oft die bessere Option. Nummer 5. Alkohol, der stille Saboteur der Regeneration. Alkohol hemmt die Ausscheidung von Harnsäure und kann so Gichtanfälle auslösen oder verschlimmern. Außerdem schwächt er die Leberfunktion, was die Entgiftung des Körpers behindert. Die Folge: Stoffwechselrückstände, sogenannte freie Radikale, verbleiben im Blut und greifen das Gelenkgewebe an. Besonders Bier ist problematisch, da es Purine enthält, die den Harnsäurespiegel zusätzlich erhöhen. Wer unter Gelenkschmerzen leidet, sollte Alkohol, insbesondere regelmäßig konsumierten, konsequent meiden. Und Nummer 6. Transfette und Fertigprodukte, der Feind in der Verpackung. Chips, Tiefkühlpizza, Margarine und Fastfood enthalten oft industriell gehärtete Fette, sogenannte Transfette. Sie fördern oxidativen Stress und Entzündung, insbesondere in empfindlichen Gelenkgewebe. Diese Fette stören die Zellregeneration, verschlechtern die Durchblutung und hemmen die Aufnahme von wichtigen Fettsäuren, die eigentlich schützend wirken würden. Das Ergebnis: schmerzende, entzündete und schwer bewegliche Gelenke. Wer stattdessen auf natürliche Fette aus Olivenöl, Avocados oder Nüssen setzt, stärkt seine Gelenke von innen heraus. Möchtest du jetzt noch wissen, welches Vitamin deine Knie regeneriert? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.